Herzlich willkommen zu einem neuen Video von T21 Industries und heute haben wir was Besonderes, Schönes am Start. Ein E46 330 Ci Cabrio mit SMG. Die Lackierung ist wirklich heftig, es ist irgendwie eine Individuallackierung. Ich finde die Lackierung unnormal geil, also die hat irgendwie so einen grau-lila-grünton, Metallic. Die Felgen sind glaube ich Aftermarket-Felgen oder eventuell welche vom E90. 18, 19 Zoll müssen das sein, 19 Zoll. Feiere ich. Optisch echt mega geil. Der ist auch brachial tief. Und zu den Sitzen, ich glaube, da muss ich gar nichts zu sagen. Wenn man sich die anguckt, das ist Endstufe. Ich habe so ähnliche Sitze habe ich in meinem Kombi drin. Ich finde die Farbe einfach unnormal geil. Generell der Zustand von diesem Auto, das ist unglaublich. Wenn wir jetzt mal in den Motorraum reingucken, das sieht alles aus wie neu. Und das ist ein ehrlicher Zustand. Die Farbe heißt tatsächlich Stratus Grau Metallic, BMW Individual. Geisteskrank. Also für mich ist das bis jetzt der schönste E46, den wir je hatten. Gerade auch, weil er ein Cabrio ist. Eigentlich mag ich keine Cabrios. Aber ich habe mich tatsächlich, wow, verguckt. Einfach wunderschön. Wunderschön. Wenn wir uns den Innenraum mal angucken, gibt es auch noch ein paar Kleinigkeiten, die ich jetzt direkt mal kurz zeigen könnte. Das wäre einmal das Getriebe, wären das die Schaltwippen und das 16:9 Navi von 2005. Wenn wir die Tür öffnen, schaut uns direkt dieses schöne Kennzeichen entgegen. BMW Individual, Lackierung, Sitze, Ausstattung. Ist wirklich krass. Was die Cabrios alle haben, egal welchen Motor, das ist der Überrollschutz. So ein Sprengsatz oder beziehungsweise per Federn fährt sich hoch, wenn das Auto sich überschlägt, damit man sich den Kopf nicht am Boden aufreibt. Ansonsten, was sehr auffällt, was ich eben schon gesagt habe, ist das SMG-Getriebe. Das ist quasi ein Handschaltgetriebe, ja, wo man mechanische, hydraulische Unterstützung bekommt. Dann wird der Gang dadurch eingelegt und auch die Kupplung. Das heißt, man selber hat so ein halbes Automatikgetriebe. Ich glaube, es heißt sequenzielles manuelles Getriebe. Das ist auch schon die Version 2. Die Version 2 hat nämlich 6 Gänge statt 5, kam ab 2002 und verfügt hier über die Schaltwippen, die man von den anderen BMWs auch noch kennt aus der Zeit. Das wäre einmal hochschalten, mit dem Daumen runterschalten. Komisches Getriebe, aber das werden wir nachher beim Fahren noch sehen. Ansonsten das 16:9 Navi, man muss sich das einfach mal angucken, kommt noch aus einer Zeit, da gab es noch keine Touchscreens und die Soundqualität ist okay, kann man machen. Ansonsten werden wir gleich ein bisschen damit rumfahren. Viel Leistung hat er nicht. Warum? Serie. Dafür ist er bei uns. Heute will ich mal so ein bisschen demonstrieren, wie schlecht so ein SMG eigentlich ist. Nein, Quatsch, schlecht ist es nicht. Aber was wir mittlerweile von den ganzen normalen Fahrzeugen eigentlich für gute Automatikgetriebe gewohnt sind. Weil in diesem SMG-Getriebe, was wir hier drin haben, das ist eigentlich ein Handschalter, der mit ganz viel Mühe und Arbeit von BMW damals so umgebaut worden ist, dass er das Kuppeln und Schalten für dich übernimmt. Das ist die sogenannte, bei Ferrari hat man das F1-Schaltung genannt. Also ich kotze bis heute, weil ich finde, das ist das schlechteste Getriebe, was man in ein Auto reinbauen kann, ein Handschaltgetriebe, was von selbst schaltet. Du hast unter Teillast ist es unbequem, unter Volllast, als ob dir ein Pferd von hinten reintritt. Das können wir gleich auch mal prüfen. Des Weiteren gucken wir, der Wagen ist in einem super Zustand, wie ihr gesehen habt. Gucken wir, wie viel Eingangsleistung der Wagen hat, weil der bekommt ja einen Kompressor. Und dann ist es natürlich wichtig zu gucken, wo sind wir gerade. Wenn er seine Leistung nicht bringt, was ich aber aktuell doch denke, dann können wir den natürlich auch noch nicht auf Kompressor umbauen. Aber jetzt erstmal will ich ein bisschen das Wetter genießen. Die Karre wiegt auch extrem viel, ne? Cabrios wiegen immer mehr als Coupé. 1,8 glaube ich, mit uns zusammen, 1,9, weiß ich nicht. Müssen wir gleich mal gucken ins Insorik-Protokoll. Philipp hatte den schon gemessen. Ich habe mir das Protokoll aber tatsächlich noch nicht angeguckt. Kein Scheiß, ich lüge nicht, aber ich bin schon sehr lange kein Serien M54 B30 mehr gefahren. Boah, als ob dir ein Pferd hinten reintritt. Ja, also sportlich ist es, aber das ist dieses sportlich, was man eigentlich nicht unbedingt braucht. Ich hau jedes Mal den Gang rein, als ob die irgendwie, weiß nicht, hinten ein Panzer drauf fährt. Finde ich, ist sehr unkomfortabel.
Jetzt hier so unter Teillast merkt man es nicht. Was auch anzumerken ist, es gibt 2 Generationen im E46 an SMG-Getrieben. Die erste Generation hatte 5 Gänge und basierte, soweit ich weiß, noch auf das ZF-Getriebe. Und die zweite Generation, die ab 2002 kam, die basiert auf dem G-Track 6-Gang-Getriebe. Der Vorteil ist, ihr könnt das Zeug hier ganz easy austauschen und daraus ein Handschaltgetriebe machen. Würde ich in dem Fall besser finden. Beim Wandler kann man noch drüber reden, bei der Automatik, aber das SMG-Getriebe, das ist für mich einfach so ein schlechter Kompromiss. Aber nichtsdestotrotz ist es drin und kompressortauglich ist es alle Male, wenn es funktioniert. Ja, das sind noch die alten Schaltwippen von BMW. Kann man mit beiden Händen hoch und runter schalten. Daumen ist runterschalten, ziehen ist hochschalten. Das kannst du mit beiden Seiten machen. Ich glaube nur der M3 hat links runter, rechts hoch. Dann hatten sie das damals noch beim E90 auch noch so übernommen, bis sie dann irgendwann auf die Idee gekommen sind, nee, ist irgendwie voll kacke. Ganz ehrlich, und das finde ich einfach geil, das ist für mich so 2000er Jahre. Klickst hier drauf, dann kannst du da schön deine Dolby-Kassette reintun. Klickst hier nochmal drauf. Okay, das ist geil. Und dann geht's rund. Und 330i-Serie ist halt echt nicht so schnell. Ich überlege, du weißt ja, wie mein Kompressor fährt. Hier reinlatscht. Ja, der hat noch keinen Kompressor. Der kriegt auf jeden Fall noch einen Radialverdichter. Tippblinken hat er auch nicht. Ich glaube aber, dass man das ab 2004 kodieren konnte. Dass wenn du einmal den Blinker betätigst, dass es dann 3-mal blinkt. Ansonsten, für mich ist das der beste E46, also der hier, den wir je hatten. Kein Scheiß. Das ist der beste E46 vom Zustand, von der Farbe, von der Optik. Wir hatten schon richtig geile Autos, aber mir persönlich gefällt der E46 am meisten. Und ich gehe sogar so weit und würde sagen, dass ich diese Farbe vielleicht auch maybe auf meinem sehe. Das ist eine Individuallackierung. Müssen gleich mal das Verdeck runter machen, Robin, ne? Auf jeden Fall. Ja, kann man ja mal schauen. Ist auf jeden Fall der richtige Motor fürs richtige Auto. Was sagst du zur Automatik, nachdem du bei eurem Fahrzeug das Doppelkupplungsgetriebe von VW gewohnt bist? Fühlt sich ein bisschen... Scheiße. Ja, was heißt scheiße? So ein bisschen rough. Naja, Dirty. man muss auch einfach sagen, der Entwicklungsstand damals war, wenn du einen E46 fährst und dieses Getriebe bestellst, dann kriegst du das hier halt auch genauso, ne? Ich hoffe, das wussten die Leute, die das Auto bestellt haben. Komm, jetzt latsch mal richtig. So viel kommt da jetzt auch nicht. Also das Schalten ist witzig, muss man ehrlich sagen. Feier ich. Aber gut ist schon mal, dass er 6 Gänge hat. Das ist echt nicht schlecht. Ich glaube beim M3 und beim M5 E60 konntest du die Schaltgeschwindigkeit hier noch einstellen. Das kannst du bei dem nicht. Hier hast du nur die schöne Sport-Taste. Dann lässt er, glaube ich, den 6. Gang aus. Bin gespannt, ob wir gleich mit offenem Verdeck filmen können, weil ich werde definitiv noch mit offenem Verdeck fahren. Aber weißt du, das ist auch wieder, das finde ich so krass, das können auch die Leute wahrscheinlich jetzt zu Hause oder wenn die es am Handy gucken, gerade nicht nachvollziehen. In 2, 3, 4 Wochen ist schon Weihnachten und jetzt haben wir gerade noch Cabrio-Wetter. Wir haben einfach perfektes Cabrio-Wetter. Und in 3, 4 Wochen ist Glühweinzeit oder vielleicht auch schon in 2. Diese Woche, sag dir ehrlich, diese Woche ist Weihnachtsmarkt in Paderborn. Ne? Ja, das ist einfach wirklich krass. Vor 10, 15 Jahren hat es auf jeden Fall zu der Zeit schon geisteskrank geschneit. Also schnell ist das Getriebe schon, würde ich sagen. Was braucht es? 80 Millisekunden oder so zum Schalten. Ja, ich könnte mir nicht vorstellen, das Getriebe zu fahren. Jetzt habe ich das Getriebe so beleidigt, die ganze Zeit. Das Ding eigentlich auch noch einen normalen Sportmodus? Nee, hat das nicht. Ne? Aber wir können hier auch noch
manuell schalten. Das ist auch ganz geil. Geht halt echt so ein richtiger Ruck durchs Auto, ne? Weil im Prinzip macht das Steuergerät Folgendes. Es nimmt die Kupplung kurz raus, unterbricht Gas, legt den Gang ein, so wie ich das machen würde bei einem Handschalter, und kuppelt wieder ein. Und ich würde es wirklich sagen, kein Scheiß, ich glaube, ich schalte schneller als das SMG mit dem Handschalter. Robin, wie alt schätzt du dieses Auto? Also ja, wir wissen, es ist Baujahr 2005, aber wenn du es dir angucken würdest, wie alt schätzt du dieses Auto? Was würdest du sagen, wie alt das ist? Ticken neuer, aber mehr nicht. Ich sag dir ganz ehrlich, wenn ich jetzt von jetzt ausgehe, von 2022, würde ich sagen, jo, die Karre ist schon so 10 Jahre alt. Aber weißt du das Problem? Ich würde sie 10? gar nicht. Die ist nicht 10 Jahre alt, du musst mal überlegen, das Auto ist von 2005. Ja, richtig. Die Karre ist 17 Jahre alt. Das ist ein gewaltiger Unterschied. Was? Das ist ein gewaltiger... Ja, das ist wirklich krass. Das ist wirklich krass. Boah, ja, der Schaltübergang war echt nicht so geil. Ja, das ist echt nicht gespielt, aber das ist echt komisch, ne? Wie dieses Ding schaltet. Ungewohnt, sagen wir mal. So, jetzt gleich halten wir mal irgendwo an und fahren das Verdeck runter und testen, ob wir da noch ein bisschen aufzeichnen können. Es werde Licht. Jetzt haben wir hinten leider das Windshot nicht dabei. So, Verdeck ist erledigt. Fenster fahren wir mal hoch. So, dann fahren wir gleich einmal durch die Paderborner Innenstadt. Wir müssen noch eine kleine Erledigung für dieses Auto machen. Eigentlich sind Cabris ja voll scheiße, was den sportlichen Aspekt angeht, weil die sind von der Versteifung ja total kacke. Aber irgendwie ist das voll egal. Alarmanlage hat er auch. Das da? Ja, das ist tatsächlich beim E46 ist dieser Punkt, dieses rote Ding, das hast du nur, wenn du eine Alarmanlage hast. Willst du mal die Map sehen, die Karte? Ich noch weiß, wie das funktioniert. Warte mal, das war doch Menü. GPS-Navigation. Karte. Haha. Darf ich dir vorstellen? Das Navi. So konnte man, glaube ich, zoomen. Ja, ganz ehrlich, geht. Für 17 Jahre? Kann man. Muss man nicht. Wir sind ready. Das Leistungsdiagramm blenden wir jetzt ein. Der Wagen steht echt gut im Futter. Bringt sogar minimal mehr, als er Serie eigentlich haben soll. Ist aber normal beim B30. Egal, was andere sagen. Wir haben das jetzt schon sehr oft gemessen. Und wenn die Fahrzeuge gut gewartet sind, dann bringen sie ihre Leistung auch. Daher das Diagramm. Und freut euch aufs nächste Video. Dann hat der Kollege etwas Druck unterm Hintern.